Das Gefährlichste an emotionaler Vernachlässigung ist nicht das, was passiert ist, sondern das, was nie passiert ist. Kein Schreien, keine sichtbaren Wunden, keine dramatische Geschichte, die andere sofort verstehen würden. Nur dieses seltsame Gefühl, immer ein bisschen zu viel zu sein. Oder schlimmer, nie genug. Der Körper sitzt erschöpft auf dem Sofa, aber der Kopf flüstert weiter, du musst produktiver sein. Reiß dich zusammen. Andere schaffen das doch auch. Und genau hier beginnt etwas Verstörendes. Denn viele Menschen führen ihr gesamtes Erwachsenenleben als Reaktion auf eine Kindheit, die emotional nie wirklich sicher war. Das klingt harmlos. Ist es nicht. Manche Kinder lernen früh. Gefühle stören, Bedürfnisse nerven, Traurigkeit belastet andere. Also passiert etwas Brutales. Das Kind wird still, nicht äußerlich, innerlich. Und Jahre später sitzt dann ein Erwachsener nachts wach, beantwortet sofort jede Nachricht, entschuldigt sich für Kleinigkeiten, kann keine Hilfe annehmen, funktioniert perfekt für alle anderen und versteht nicht, warum sich trotzdem alles leer anfühlt. Und plötzlich ergibt alles Sinn. Denn nicht jede Kindheit, die normal aussah, war emotional sicher. Hier wird es wirklich seltsam. Viele Menschen erkennen ihre eigene Vernachlässigung nicht, weil niemand offensichtlich grausam war. Es gab Essen, ein Zuhause, vielleicht sogar Urlaube, Fotos mit Lächeln. Aber emotional war da oft niemand wirklich da. Keine echte Sicherheit, keine tiefe emotionale Spiegelung, kein Gefühl von, du darfst genauso existieren, wie du bist. Und genau das macht es so gefährlich. Denn das Gehirn eines Kindes denkt nicht, meine Eltern waren emotional überfordert. Das Gehirn denkt, mit mir stimmt etwas nicht. Ein Kind würde fast alles lieber glauben, als zu akzeptieren, dass die Menschen, von denen sein Überleben abhängt, emotional nicht erreichbar sind. Also beginnt die Anpassung, die Maskierung, das permanente Scannen von Stimmungen. Die Tür fällt etwas lauter ins Schloss. Sofort spannt sich der Brustkorb an. Eine Nachricht bleibt länger unbeantwortet. Der Kopf sucht hektisch nach Fehlern. Ein genervter Blick im Büro reicht. Und innerlich kippt das ganze Nervensystem in Alarmbereitschaft. Das Verrückte daran? Viele halten genau das für normal. Manche Menschen nennen es Persönlichkeit, obwohl es eigentlich ein Überlebensmechanismus ist. Der Mensch, der immer unkompliziert wirkt, nie Hilfe braucht, immer verständnisvoll bleibt, nie zur Last fallen möchte. Klingt erwachsen, klingt stark, ist oft ein Kindheitsmuster. Denn irgendwann hat das Kind verstanden, Nähe bekommt man nicht durch Bedürfnisse, sondern durch Anpassung. Und hier beginnt die eigentliche Falle. Diese Menschen werden später oft bewundert. Für ihre Disziplin, für ihre Ruhe, für ihre Leistungsfähigkeit. Niemand sieht die Erschöpfung darunter. Niemand merkt, dass hinter dem Dauerfunktionieren oft panische Angst steckt, abgelehnt zu werden, sobald man nicht mehr perfekt funktioniert. Viele starke Menschen sind in Wahrheit nur Menschen, die nie gelernt haben, sich sicher zu fühlen. Und genau deshalb können sie nicht aufhören zu leisten. Der Kalender ist voll. Die To-Do-Liste explodiert. Der Körper sendet längst Warnsignale. Aber still zu sitzen fühlt sich plötzlich gefährlich an. Ruhe bedeutet nicht Entspannung. Ruhe bedeutet, die Gefühle holen dich ein. Hier wird es brutal. Denn emotionale Vernachlässigung erzeugt oft Menschen, die äußerlich extrem kompetent wirken und innerlich komplett getrennt von sich selbst sind. Sie wissen, wie man arbeitet, wie man liefert, wie man durchhält. Aber sie wissen nicht, wie man sich sicher fühlt. Nicht wirklich. Und dann passiert etwas Absurdes. Genau die Menschen, die immer für andere da sind, fühlen sich oft am einsamsten. Sie hören zu, helfen, retten, organisieren. Aber wenn sie selbst leiden, dann wird geschwiegen. Denn tief im Nervensystem sitzt noch immer dieser alte Satz: Belaste niemanden. Der Raum ist voller Menschen, Gelächter, Stimmen, Gespräche. Und trotzdem fühlt sich etwas innerlich kilometerweit entfernt an.
Dieses diffuse Gefühl von Leere lässt sich schwer erklären. Viele versuchen es mit Erfolg zu füllen, mit Beziehungen, mit Selbstoptimierung, mit Arbeit, mit Kontrolle. Doch die eigentliche Wunde bleibt unangetastet. Denn die Leere kommt oft nicht daher, dass etwas fehlt, sondern daher, dass etwas nie entstehen durfte. Emotionale Sicherheit, das Gefühl, bedingungslos gemeint zu sein, nicht für Leistung, nicht für Anpassung, einfach für das eigene Sein. Und genau hier kippt das System. Das kindliche Gehirn ist brutal intelligent. Wenn ein Kind merkt, dass seine Gefühle keine sichere Resonanz bekommen, beginnt es zu priorisieren. Bindung oder Authentizität. Und fast jedes Kind entscheidet sich unbewusst für Bindung. Also werden Emotionen weggesperrt. Wut wird angepasst. Angst wird versteckt. Traurigkeit wird heruntergeschluckt. Doch der Körper vergisst Dinge, die der Kopf längst verdrängt hat. Nicht jede Erschöpfung kommt von Arbeit, manche kommt vom permanenten Überleben. Der Körper bleibt in Alarmbereitschaft, selbst Jahre später. Deshalb fühlen sich manche Menschen nach kleinen Konflikten völlig ausgelaugt. Deshalb können harmlose Situationen plötzlich intensive Reaktionen auslösen. Deshalb ist Entspannung für manche Menschen fast unangenehm. Und wenige erkennen, was hier wirklich passiert. Sie denken, sie seien einfach zu sensibel oder zu emotional oder nicht belastbar genug. Dabei kämpft ihr Nervensystem oft noch immer gegen eine Gefahr, die längst vorbei ist. Der Körper lebt in der Vergangenheit, während der Kopf versucht, normal weiterzumachen. Doch genau an diesem Punkt beginnt auch die Veränderung. Nicht durch Schuld, nicht durch Hass auf die Eltern, nicht durch ewiges Wühlen in der Vergangenheit, sondern durch Bewusstsein, durch das Erkennen. Das Muster bin nicht ich. Das Muster ist etwas, das ich gelernt habe. Und das verändert alles. Denn wenn ein Mensch plötzlich versteht, warum er immer funktionieren muss, warum Nähe gleichzeitig gewünscht und gefürchtet wird, warum Ruhe sich unsicher anfühlt, dann entsteht zum ersten Mal Distanz zwischen der eigenen Identität und dem alten Überlebensmodus. Hier entsteht Hoffnung. Leise, aber echt. Heilung bedeutet nicht, so zu tun, als wäre nichts passiert. Heilung bedeutet auch nicht, für immer in der eigenen Geschichte stecken zu bleiben. Heilung bedeutet, dem heutigen Ich endlich das zu geben, was damals gefehlt hat. Sicherheit, Mitgefühl, Grenzen, Ruhe, Verständnis. Und jetzt kommt der Teil, den viele nie verstehen. Heilung beginnt oft in winzigen Momenten, nicht in großen Durchbrüchen, sondern wenn man sich zum ersten Mal erlaubt, müde zu sein, ohne sich schuldig zu fühlen. Wenn man Nein sagt, ohne innerlich zu zerbrechen. Wenn man merkt, dass man nicht ständig etwas leisten muss, um Liebe zu verdienen. Das klingt klein, ist es nicht. Denn hier beginnt die Rückkehr zum eigenen Selbst. Und plötzlich verändert sich etwas Seltsames. Menschen, die früher sofort reagiert haben, antworten langsamer. Menschen, die immer alles allein tragen wollten, bitten vorsichtig um Hilfe. Menschen, die sich ihr Leben lang angepasst haben, spüren zum ersten Mal ihre eigene Stimme. Und genau hier wird vielen klar, wie tief das Echo der Kindheit wirklich war. Nicht, weil die Vergangenheit stärker war als sie, sondern weil Überlebensmechanismen irgendwann wie Persönlichkeit aussehen. Eine einzige Frage kann dabei alles verändern. Was hätte das kleine Ich damals hören müssen? Nicht theoretisch, nicht logisch, sondern emotional. Vielleicht, du bist nicht zu viel. Vielleicht, du darfst fühlen. Vielleicht, du musst nicht perfekt sein, um geliebt zu werden. Und manchmal passiert in genau diesem Moment etwas Unglaubliches. Der erwachsene Mensch merkt plötzlich, wie lange er gegen sich selbst gekämpft hat. Wie viele Jahre damit verbracht wurden, sich anzupassen, statt sich sicher zu fühlen. Und wie erschöpfend es ist, ständig zu überleben, obwohl die Gefahr längst vorbei ist. Du bist nicht falsch. Du hast nur gelernt zu überleben. Und viele Muster, für die du dich jahrelang verurteilt hast, waren ursprünglich einmal Schutzmechanismen. Das macht sie nicht harmlos, aber verständlich.
und Verständnis ist oft der erste Schritt aus dem inneren Krieg. Doch die tiefste Wahrheit kommt erst jetzt. Emotionale Vernachlässigung verschwindet nicht einfach, weil man sie versteht. Der Kopf kann längst wissen, dass heute keine Gefahr mehr existiert, während der Körper noch immer auf Alarm läuft. Genau deshalb reagieren manche Menschen über, ziehen sich zurück oder fühlen sich dauerhaft erschöpft, obwohl äußerlich alles okay ist. Und genau dort beginnt die nächste Tür. Denn wenn der Körper Erinnerungen speichern kann, die der Verstand vergessen hat, was bedeutet das eigentlich für unser Nervensystem? Warum fühlen sich manche Menschen selbst in ruhigen Momenten innerlich gejagt? Warum kann Sicherheit sich plötzlich fremd anfühlen? Darum geht es im verlinkten Video. Dort wird sichtbar, was Trauma wirklich mit dem Nervensystem macht. Und warum so viele Menschen glauben, sie seien kaputt, obwohl ihr Körper in Wahrheit nur nie gelernt hat, sich sicher zu fühlen.